Von einer unglaublichen Vorhersage von einem der größten Schriftsteller, die es je gab, bis hin zu einer unheimlichen Ähnlichkeit von zwei Männern, die Debatten über die Wiedergeburt ausgelöst hatten. Hier sind 15 beängstigende Zufälle, die man nicht ignorieren kann. Nummer 15. Mark Twains Vorhersage. Wenn der Schriftsteller Mark Twain seinen eigenen Tod nicht vorhergesagt hat, dann muss es sich hierbei wirklich um einen unglaublichen Zufall handeln. Der Halley's-Komet umläuft die Erde einmal alle 74 bis 79 Jahre. Mark Twain wurde 1835 geboren, 2 Wochen nachdem der Komet erschienen ist. In seiner Autobiografie von 1909 schrieb er: Er kommt nächstes Jahr wieder und ich erwarte, dass ich mit ihm gehe. Er bezeichnet sich selbst und den Kometen dann als zwei unerklärliche Freaks. Sie kamen zusammen, sie müssen zusammen gehen. Erstaunlicherweise wurde Mark Twains Vorhersage wahr. Er starb 1910, genau am Tag des Erscheinens des Kometen. Nummer 14. Hoover Dam. Beim Bau des Hoover-Damms kamen 112 Menschen um ihr Leben. Der erste von ihnen war George Tierney. Am 20. Dezember 1922 fiel und ertrank Tierney im Colorado während der Vorbereitungsarbeiten. Der letzte Mann, der während diesem Projekt starb, war Patrick Tierney, Georges Sohn, der zufällig auch am 20. Dezember, 13 Jahre nach seinem Vater, starb. Nummer 13. Joseph Figlock. Es scheint, als wäre Joseph Figlock vorherbestimmt gewesen, den Retter eines besonders unglücklichen Babys zu werden. Nicht nur einmal, sondern zweimal. In den 1930er Jahren in Detroit lief Figlock die Straße hinunter, als ein Baby aus einem hohen Fenster direkt auf ihn fiel. Glücklicherweise konnte Figlock den Aufprall des Babys verhindern und beide überlebten. Die unvorsichtige Mutter des Babys scheint ihre Lektion nicht gelernt zu haben, denn etwa ein Jahr später kroch das unbeaufsichtigte Kind aus dem gleichen Fenster und fiel wieder in Richtung Beton. Durch eine unglaubliche Wendung des Schicksals lief Figlock ein zweites Mal darunter und dämpfte erneut den potenziell tödlichen Fall des Babys ab. Sie waren beide unversehrt. Nummer 12. Fallon Hinterlassenschaft. Robert Fallon wurde 1858 von den Leuten erschossen, mit denen er Poker spielte, als sie behaupteten, dass er sich den Weg zu seinem $600-Pot erschimmerte. Nachdem sie den angeblichen Betrüger erschossen hatten, brauchten sie einen anderen Spieler, um Fallons leeren Platz zu füllen. Aber andere Leute zögerten, mit dem Geld des Toten zu spielen. Sie schafften es schließlich, jemanden zu finden und setzten ihn mit den $600 an den Tisch. Das Spiel ging weiter und der neue Spieler verwandelte seinen Pot in einen Gewinn von $2.200 um. Als die Polizei am Tatort ankam, um den Fall zu untersuchen, forderten sie, dass der ursprüngliche Gewinn von $600 an Fallons nächsten Verwandten gehen sollte. Natürlich waren sie schockiert, als sie feststellten, dass der neue Spieler am Tisch tatsächlich Fallons Sohn war, der seinen Vater seit mehr als 17 Jahren nicht mehr gesehen hat. Nummer 11. Tamerlanes Warnung. Amir Timur, auch bekannt als Tamerlane, war ein Militärführer und Eroberer, der das Timuridenreich in Persien und Zentralasien gründete. Er glaubte, ein Nachkomme von Genghis Khan gewesen zu sein und versuchte, den früheren Ruhm des mongolischen Reiches wiederherzustellen. Sowjetische Archäologen fanden das Grab von Tamerlane am 20. Juni 1940 im heutigen Usbekistan. Als sie es öffneten, entdeckten sie eine Inschrift mit der Warnung: Wer mein Grab öffnet, wird einen Eindringling freilassen, der schrecklicher ist als ich. Nur 3 Tage später startete Adolf Hitler die Operation Barbarossa, die größte Militäroperation der Geschichte gegen die Sowjetunion. Nummer 10. Patientenkugel. 1893 verließ ein Mann namens Henry Ziegland in Honeygrove, Texas, seine Freundin, die mit gebrochenem und verzweifeltem Herzen später Selbstmord beging.
Auf der Suche nach Vergeltung für den Tod der Frau spürte ihr Bruder ziegelnd auf und schoss ihm in den Kopf. Als er zu Boden fiel, dachte der Schütze, er hätte seine Schwester gerächt und die Waffe auf sich selbst gerichtet. Die Kugel tötete Ziegelnd jedoch nicht. Stattdessen streifte diese nur sein Gesicht, bevor sie in einem Baum stecken blieb. Die Jahre vergingen und Ziegelnd entschied sich irgendwann genau diesen Baum zu fällen. Um sich die harte Arbeit zu ersparen, benutzte er keine Axt und entschied sich, den Baum mit Dynamit zu sprengen. Das war im Jahr 1913. Ziegelnd zündete die Zündschnur und die Explosion schickte die Kugel, die 20 Jahre zuvor abgefeuert wurde, durch die Luft. Sie traf Ziegelnd am Kopf und tötete ihn sofort. Nummer 9. Waffenbrüder. John Henry Parr war der erste britische Soldat, der im Ersten Weltkrieg durch feindliche Aktionen getötet wurde, während George Edwin Allison der letzte war. Die beiden Männer wurden auf dem belgischen Militärfriedhof St. Symphorien begraben und deren Grabsteine liegen nur 6 Meter voneinander entfernt. Nummer 8. Autounfall. Im Jahr 1895 war die Automobilindustrie noch recht jung, sodass es nicht viele Autos gab. In der Tat gab es zu dieser Zeit nur 2 Autos im gesamten Bundesstaat Ohio. Obwohl es so viel Platz zum Teilen gab, fuhren die beiden Autos dennoch ineinander. Nummer 7. Zwillingstragödie. Ein weiterer atemberaubender Zufall betrifft 2 Brüder, die unter seltsamen und ähnlichen Umständen starben. Erskine Lawrence Eben starb in Hamilton, Bermuda, nachdem das Moped, das er fuhr, von einem Taxi zusammengefahren wurde. Der tödliche Unfall ereignete sich im Juli 1975. Etwa ein Jahr später starb sein Bruder Neville, nachdem er von demselben Fahrer im selben Taxi, während er dasselbe Moped fuhr, angefahren wurde. Beide Brüder waren 17 Jahre alt, als sie starben. Der Unfall ereignete sich nicht nur auf der gleichen Straße, sondern das Taxi hatte sogar den gleichen Passagier. Tatsächlich ist dies nicht der einzige Bericht über einen solchen Zufall. Im Jahr 2002 starben 2 70-jährige eineiige Zwillinge durch unterschiedliche Unfälle auf derselben Straße in Finnland innerhalb von weniger Stunden. Nummer 6. Jack Frost and Other Stories. Jack Frost and Other Stories war als Kind eines von Anne Parrys Lieblingsbüchern. Irgendwann in den 1920er Jahren durchstöberte die amerikanische Schriftstellerin zusammen mit ihrem Mann Pariser Buchhandlungen. Sie fanden eine Kopie des Buches und Anne erzählte ihrem Mann die liebevollen Erinnerungen, die sie daran hatte. Er hob das Buch auf und öffnete es nur, um die Inschrift Anne Parrish 209 N. Weber Street, Colorado Springs zu finden. Es war das exakt selbe Buch, welches Anne als Kind hatte. Nummer 5. Carl Jungs Geschichte. In seinem Buch The Structure and Dynamics of the Psyche beschreibt Carl Jung einen Moment, der ihn prägte. Es geschah während einer Sitzung mit einem seiner Patienten. Die Frau erzählte ihm von einem Traum, den sie hatte, in dem sie einen goldenen Skarabäus erhielt. Während sie die Geschichte fortfuhr, hörte Jung ein Geräusch hinter sich, das wie ein sanftes Klopfen klang. Draußen klopfte ein Skarabäuskäfer gegen das Fenster. Er öffnete das Fenster und fing das Insekt, einen gewöhnlichen Rosenkäfer, als er einflog. Laut Jung hatte er so etwas noch nie erlebt, weshalb der Traum des Patienten einzigartig in seinem Gedächtnis blieb. Nummer 4. Zwillingsleben. Nachdem sie bei der Geburt getrennt wurden, wuchsen 2 Zwillinge aus Ohio auf, ohne von der Existenz des anderen zu wissen. Unabhängig davon teilte ihr Leben einige rätselhafte Gemeinsamkeiten. Unbekannt voneinander nannten beide Familien die Jungen James. In der Schule hassten sowohl James Springer als auch James Lewis die Rechtschreibung, liebten aber Tischlerei und Mathematik. Ihre ersten Frauen hießen beide Linda. Und nachdem sich die Zwillinge scheiden ließen, heirateten sie Frauen namens Betty. Obwohl sie nichts voneinander wussten, hatte jeder einen Sohn namens James Allen, mit dem einzigen Unterschied, dass der eine mit einem einzelnen L und der andere mit einem Doppel-L geschrieben wurde. Sie fuhren beide einen Chevrolet, waren Kettenraucher und hatten einen Hund namens Toy.
Das sind alles Dinge in deren Leben, die genau gleich beim anderen Zwilling waren. Nummer 3. Familienfoto. 1914 machte eine deutsche Mutter ein Foto von ihrem Sohn und ging in ein Geschäft in Straßburg, um den Film entwickeln zu lassen. Als der Erste Weltkrieg im Juli 1914 ausbrach, konnte sie für den Film nicht nach Straßburg zurückkehren. Es ist erwähnenswert, dass damals Filmplatten einzeln verkauft wurden. 1916 wollte die Frau ihre neugeborene Tochter fotografieren, also kaufte sie eine Filmplatte in Frankfurt. Das hier ist der Zeitpunkt, an dem es seltsam wird. Nachdem der Film entwickelt wurde, war die Frau schockiert, als sie das Bild ihrer Tochter über dem Bild sah, das sie 2 Jahre zuvor von ihrem Sohn gemacht hatte. Die erstaunliche Doppelbelichtung war das Ergebnis, das ihr erster Film als unbenutzt bezeichnet und dann an sie zurückverkauft wurde. Nummer 2. Richard Parker. Vielleicht stammt Edgar Allan Poes Fähigkeit, eine solche haarsträubende Fiktion zu schreiben, aus einer seltsamen Fähigkeit, die Zukunft vorherzusagen. In seinem Buch The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket von 1838 schrieb Poe über 4 Überlebende eines Schiffsbruchs, die sich nach vielen Tagen auf offener See entschließen, den Schiffsjungen Richard Parker zu töten und zu essen. 46 Jahre später tauchte die Geschichte eines Schiffes namens Mignonette mit nur 4 Überlebenden auf. Es gibt historische Aufzeichnungen, die belegen, dass die 3 älteren Mitglieder dann den Schiffsjungen töteten und aßen. Sein Name war Richard Parker. Nummer 1. Mesut Özil, Enzo Ferrari. Wenn man sich Bilder von Mesut Özil und Enzo Ferrari nebeneinander ansieht, neigt man dazu zu denken, dass sie von derselben Person sind. Die Ähnlichkeit zwischen dem Fußballspieler und dem Gründer der renommierten Automarke ist so unglaublich, dass sie Online-Diskussionen über Unsterblichkeit oder Wiedergeburt ausgelöst hat. Nicht nur, dass die beiden gleich aussehen, Enzo Ferrari starb auch am 14. August 1988. Mesut Özil wurde nur 2 Monate später, am 15. Oktober 1988, geboren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Welcher dieser Zufälle findest du am seltsamsten? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen.